Innsbruck, 11. Februar 1976. Ein eiskalter Wind peitscht über die Axamalizum, doch die Kälte spürt in diesem Moment niemand. Die Stille im Zielraum ist so dicht, dass man das Ticken der Zeitmesser fast physisch greifen kann. Dann bricht der Wahnsinn los. Ein blauer Blitz schießt über die Ziellinie, die Menge explodiert in einem ohrenbetäubenden Jubelchor, der bis ins Tal zu hören ist. Rosi Mittermeier hat es wieder getan. Es ist ihr zweites Gold innerhalb weniger Tage. In diesem Moment hört sie auf, nur eine Skifahrerin zu sein. Sie wird zu einem nationalen Heiligtum, zur Gold-Rosi, einer Ikone, die ein ganzes Land in einen kollektiven Rausch versetzt. Aber wer war diese Frau wirklich, die den Ruhm nie suchte und ihn doch wie keine andere verkörperte? Alles begann weit weg von den Blitzlichtern der Presse, auf der Winkelmosalm, hoch über Reit im Winkel. Dort oben, wo die Winter streng und die Wege weit waren, wuchs Rosi in einer Welt auf, die nur aus Schnee und harter Arbeit bestand. Ihr Vater Georg betrieb die dortige Skischule, und für Rosi und ihre Schwestern Efi und Heidi waren Skier kein Sportgerät, sondern das einzige Mittel, um sich im Winter fortzubewegen. Man sagt, sie konnte eher Skifahren als sicher auf festem Boden laufen. Es war eine Kindheit in der Abgeschiedenheit, geprägt von einer tiefen Verbundenheit zur Natur. Diese Jahre auf der Alm formten ihren Charakter, bescheiden, zäh und mit einer inneren Ruhe ausgestattet, die sie später im Weltcup unbesiegbar machen sollte. Für sie war der Berg kein Feind, den man bezwingen musste, sondern ein vertrauter Spielplatz, den sie in- und auswendig kannte. Doch der Weg zum Olymp war kein Selbstläufer. In ihren frühen Jahren im Weltcup galt Rosi oft als die ewige Talentierte, die zwar immer vorne mitmischte, aber den ganz großen Coup verpasste. Sie sammelte Podestplätze wie andere Leute Briefmarken, doch der Makel der ewigen Zweiten schien an ihr zu haften. Die Presse war oft ungeduldig, forderte Siege, wo Rosi einfach nur Freude am Fahren suchte. Sie ließ sich nicht verbiegen. Während andere Athleten sich verbissen in das Training stürzten, behielt sie ihr Lächeln. Sie wusste, dass ihre Zeit kommen würde, und diese Geduld sollte sich in Innsbruck auf die spektakulärste Weise auszahlen, die man sich vorstellen kann. Die Olympischen Spiele 1976 waren der Wendepunkt. Zuerst die Abfahrt, eine Disziplin, in der sie eigentlich nicht als Favoritin galt. Doch Rosi flog förmlich über die Piste, fand Linien, die kein Trainer vorausgesehen hatte, und holte Gold. Ganz Deutschland hielt den Atem an. Dann der Slalom. Der Druck war nun gigantisch, eine ganze Nation erwartete das nächste Wunder. Und Rosi lieferte. Mit einer Präzision, die fast schon an Magie grenzte, tanzte sie durch die Tore und sicherte sich das zweite Gold. Sie hätte fast das Unmögliche geschafft und auch im Riesenslalom triumphiert, doch am Ende fehlten winzige 12 Hundertstelsekunden zum dritten Gold. Doch genau diese Silbermedaille machte sie für die Menschen noch nahbarer. Sie war nicht die perfekte Maschine, sie war Rosi, ein Mensch mit Herz und einer unglaublichen Begabung. Nach Innsbruck änderte sich alles. Der Hype um ihre Person nahm Dimensionen an, die heute kaum noch vorstellbar sind. Über 40.000 Briefe fluteten ihr Elternhaus auf der Winkelmosalm. Wildfremde Menschen standen im Vorgarten, nur um einen Blick auf die Gold-Rosi zu erhaschen. Werbeverträge in Millionenhöhe wurden ihr angeboten. Doch hier zeigte sich der wahre Kern ihres Wesens. Rosi Mittermeier blieb die sie immer war. Sie lehnte Angebote ab, die nicht zu ihr passten, und entschied sich auf dem absoluten Zenit ihres Erfolges, ihre Karriere zu beenden. Mit gerade einmal 25 Jahren kehrte sie dem Rennzirkus den Rücken. Viele verstanden das nicht, nannten es eine Verschwendung von Talent und Geld. Doch für Rosi war Freiheit wertvoller als jede Goldmedaille oder jeder Scheck. Sie wollte ein Leben führen, das ihr gehörte, und nicht eines, das von Sponsoren diktiert wurde. Privat fand sie ihr Glück in einer Verbindung, die in der Sportwelt Seltenheitswert hat. Die Ehe mit Christian Neureuter war keine PR-Inszenierung,
sondern eine tiefe Partnerschaft auf Augenhöhe. Gemeinsam wurden sie zum Vorzeigepaar des deutschen Sports, ohne jemals in die Falle der Selbstdarstellung zu tappen. In Garmisch-Partenkirchen schufen sie ein Zuhause für ihre Kinder Amelie und Felix. Besonders Felix Neureuter sollte später in ihre Fußstapfen treten, doch Rosi drängte ihn nie dazu. Für sie war es wichtiger, dass ihre Kinder Werte wie Demut, Respekt und Lebensfreude lernten. In ihrem Haus hingen keine Medaillen an den Wänden, sie lagen in einer Kiste im Keller. Rosi definierte sich nicht über das Edelmetall, sondern über die Menschen, die sie liebte. Trotz ihres perfekten Images gab es auch schwierige Phasen. Der ständige Kampf um Privatsphäre war ein Dauerthema. Die Boulevardpresse versuchte immer wieder, Risse in der Idylle zu finden, doch sie fanden keine. Die einzige Kontroverse, wenn man es so nennen will, war ihre konsequente Verweigerung, sich dem modernen Kommerz des Sports vollends zu unterwerfen. Sie engagierte sich lieber für die Deutsche Kinderrheuma-Stiftung, reiste durch das Land, um Kranken zu helfen, und nutzte ihre Berühmtheit für diejenigen, die keine Stimme hatten. Das war ihr wahres Vermächtnis. Sie war keine distanzierte Sportikone, sondern eine Frau zum Anfassen, die sich nie zu schade war, für ein Gespräch stehen zu bleiben. Das Erbe von Rosi Mittermeier ist heute, Jahre nach ihrem Rücktritt und ihrem viel zu frühen Tod im Januar 2023, lebendiger denn je. Sie hat gezeigt, dass man im harten Profigeschäft ganz oben stehen kann, ohne seine Seele zu verkaufen. In einer Zeit, in der Sportler oft wie glatte Produkte wirken, bleibt sie das leuchtende Beispiel für Authentizität. Wenn man heute durch die Skigebiete von Bayern oder Österreich fährt, hört man ihren Namen immer noch mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Wärme. Sie war die Botschafterin des Wintersports, eine Frau, die mit ihrer positiven Ausstrahlung eine ganze Generation inspiriert hat, an sich selbst zu glauben, egal wie steil der Hang auch sein mag. Als sie im Alter von 72 Jahren friedlich einschlief, hielt die Sportwelt kurz inne. Es war, als würde ein Stück der guten alten Zeit für immer verschwinden. Doch wer Rosi kannte oder ihre Geschichte verfolgte, weiß, dass sie nicht gewollt hätte, dass wir trauern. Sie hätte gewollt, dass wir rausgehen, die Natur genießen und das Leben mit derselben Leichtigkeit nehmen, mit der sie die Slalomstangen in Innsbruck passierte. Ihr Lächeln bleibt in den Archiven und in den Herzen derer, die sie fahren sahen, für immer eingebrannt. Sie war mehr als eine Olympiasiegerin, sie war die personifizierte Herzlichkeit eines ganzen Sports. Was bleibt uns von der Gold-Rosi? Vielleicht die Erkenntnis, dass wahrer Erfolg nicht an der Anzahl der Trophäen gemessen wird, sondern an den Spuren, die man in den Herzen der Mitmenschen hinterlässt. Sie ist den Weg von der einsamen Alm bis auf das höchste Treppchen der Welt gegangen, ohne jemals zu vergessen, woher sie kam. Ein Vorbild für alle, die ihren eigenen Weg suchen, ohne dabei ihre Wurzeln zu verlieren. Jetzt seid ihr gefragt, was ist der erste Gedanke, der euch in den Sinn kommt, wenn ihr den Namen Rosi Mittermeier hört? Ist es das Bild der strahlenden Siegerin von 1976 oder eher die engagierte Frau, die sich für kranke Kinder einsetzte? Schreibt mir eure Gedanken und Erinnerungen in die Kommentare, ich bin gespannt auf eure Perspektiven. Und wenn ihr mehr über die Menschen erfahren wollt, die den Sport und unsere Geschichte wirklich geprägt haben, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder die Geschichten hinter den Legenden erzählen.